Wir hatten ja nichts und doch hatte jeder alles. Auch das machte die DDR aus. Ich war im DDR-Museum in Gelenau und habe Andrea Müller getroffen, die mit Hilfe von fast 20.000 Exponaten das Leben in der DDR darstellt. Der W50-Kipper, bei den Jungs ganz begehrt. Wer den hatte, war der Held auf dem Spielplatz. Die Ladekipperfläche wurde gerne benutzt, um damit einen Berg runterzufahren. Also man hat sich draufgesetzt und ist den Berg runtergefahren. Oder hat sich gegenseitig angeschoben. Durfte in keiner Familie fehlen. Ein schönes Gesellschaftsspiel vom Sandmännchen, unser liebes Sandmännchen, und das war von Spieker. Und auch ganz begehrt und hat großen Spaß gemacht. Und da schauen wir jetzt mal rein. Meistens stand im Deckel die Anleitung, wie es funktioniert. Hier ein Beutel dazu mit den Spielfiguren, die so in einer Sandmännchenform waren. Und so sah dann auch das Brettspiel aus. Natürlich mit Sandmännchenfiguren. Fuchs und Elster durfte nicht fehlen. Pittiplatsch und Schnatterinchen und der Mischkabär. Erst war das ja der Brummibär, ne, der typische Brummibär. Und später, wegen der russischen Freundschaft zu Russland, zur Sowjetunion, wurde er dann umbenannt zum Mischkabär. Das nächste Spiel, was ich gerne vorstellen möchte, auch heiß begehrt für Groß und Klein, für Jungs und Mädchen. Also in jedem Haushalt gab es eigentlich. Und da konnte man Kopf und Finger und Hände benutzen, um wunderschöne Sachen zu bauen. Also das war dieses Vero-Konstrukt. Da gab es verschiedene Serien davon. Das ist, glaube ich, das erste. Da waren hier so für Anfänger. Hat man einfach nur den Plastewürfel genommen. Eine Holzleiste mit Löchern. Und da konnte man das hier mit ganz schnellen Handgriffen festschrauben. Gut, ich habe jetzt ein bisschen eine große Schraube genommen. Da waren sie auch beweglich. Räder konnte man herstellen. Also ein wunderschönes Kinderspielzeug. Wäscheliesel, auch ein wunderschönes Spiel. Zwar nur für Mädchen, aber manchmal hat man auch einen Junge dabei erwischt, wie er da drinnen rumgewühlt und rumgespielt hat. Mit der Errichtung der sowjetischen Besatzungszone begann auch eine grundlegende Umgestaltung des Schulwesens. Unter dem Ministerium für Volksbildung wurde schrittweise ein sozialistisches Bildungssystem aufgebaut. Was man so im Laufe der Zeit erfahren hatte, warum wir Samstag zur Schule mussten, ist eine ganz eigenartige Geschichte, die ich mal schnell erzählen möchte. Wir mussten Samstag in die Schule, weil wir, auch wenn wir nur eine Stunde waren, weil die Eltern ja teilweise auch Samstag gearbeitet haben. Aber das war nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund war, weil wir keine Urlaubsplätze hatten in der DDR. Und die Eltern wären ja sonst auf die Idee gekommen, Freitag nach der Arbeit die Kinder anzusacken, ins Auto oder je nachdem mit dem Bus, mit dem Zug und in Urlaub zu fahren. Da es aber keine Urlaubsplätze gab, gab es Streitigkeiten und Leute waren unzufrieden. Also hat man gesagt, lassen wir doch die Kinder sonnabends in die Schule gehen und wegen einer Nacht lohnt es sich nicht, Urlaub zu machen. In unserem Schulbereich haben wir zum Beispiel ganz viele verschiedene Schulranzen, die waren immer aus Leder, gingen aber trotzdem ab und zu mal kaputt, da ging immer diese Naht auf und dann saßen wir immer mit Zwirn und haben das dann wieder zusammengenäht, damit der noch ein paar Jahre gehalten hat, weil billig wahnsinnig und so viel Geld hatte man früher nicht. Und so kam man dann eigentlich immer über ein paar Schuljahre. Auch diese Schulpflichtlektüre hier, das sind die einheitlichen Schulbücher. Die kannte man ja von Rostock bis Dresden. Jeder hatte das gleiche Buch. Ist nicht wie heute, wo jeder Ort und jedes Jahr neue Bücher rausgebracht werden und andere. So konnte man die Bücher von den Geschwistern nehmen. Die Eltern konnten einem auch noch was erklären, weil sie auch die gleichen hatten. Ja, und dann gab es noch diese Schulpflichtlektüre. Mohr und die Raben von London, Kreuzchen Kuhle, Timo und sein Trupp, auch ganz bekannt. Die man dann so lesen musste und dann einen Aufsatz drüber schreiben musste. Entweder für einen Sportunterricht oder für einen Wandertag hat man dann diese Flaschen benutzt, die meistens ausgelaufen sind und großen Schaden angerichtet haben. Da war da meistens Tee drin. Ja, und Wandzeitungen wurden auch ständig hergestellt, die man dann im Klassenzimmer aufhing. Jeden Monat eine neue, da gab es immer ein Thema. Und daraufhin haben sich einige zusammengesetzt und haben dann eine schöne Wandzeitung gefertigt. Jede Schule hatte auch eine Schulspeisung.
Das war, weil die Eltern alle arbeiten mussten und die Kinder ja versorgt werden sollten, gab es eine Schulspeisung und da kostete das Essen am Tag 55 Pfennig, also in der Woche 2,75 Mark. Es gab Essen auf 3 geteilten Teller, manchmal auch bloß eine Suppe und auch immer ein Kompott dazu. Das Flechtpapier war auch was sehr Schönes. Das gab es in der Schule, im Hort. Ich packe gleich mal aus, so das ganze Ding. Viele erinnern sich erst wieder dran, wenn sie es sehen und sagen, ah ja, stimmt, das hatten wir auch. Das hat man dann praktisch so einzeln genommen und dann immer so im Wechsel, wie gewebt, hier durchgezogen. Kriegen wir es noch hin? Ja, so. Und dann wurde das nach oben geschoben und dann das nächste wieder. Und so hatte man praktisch dann solche schönen Untersetzer gebastelt. In der DDR-Umgangssprache wurde Konsum oft allgemein für Lebensmittelgeschäfte verwendet. Ursprünglich und offiziell galt dieser Name nur für Verkaufsstellen dieser Genossenschaft. Dass wir vor allem so viel, wenn man das so alles auf dem Haufen sieht, die vielen Schnapsflaschen. Und das Schlimme ist, man kennt sie auch alle. Was sehr teuer war, war zum Beispiel Kaffee. 125 Gramm, 8,75 Mark. Und da war man immer schon froh, wenn man mal aus dem Westen mal so ein 500 Gramm, halbes Pfund oder ein Pfundkäffchen gekriegt hat und da eine Weile hingekommen ist. Büromöbel wurden nur von einem einzigen kleinen Betrieb hergestellt. So wurde eine Schrankwand zum Büromöbel umfunktioniert. Statt des Drehstuhls genügte ein einfacher Allzweckstuhl. Das ist unser kleines Büro. Wir haben das alles so ein bisschen zusammengewürfelt. Armee, NVA, wo wir da keinen einzelnen Bereich machen konnten. Aufgrund der Größe des Museums haben wir das alles schön zusammen in einen reingesetzt. Da ist die Postbote mit dabei und der Hauptmann. Hier oben ist noch der Stahlhelm, die Panzerhaube und andere Käppis. Die Mütze oben, da möchte ich aber nicht sagen, wie die genannt wurde. Sie wissen ja schon, was ich meine. Ja, und ansonsten im Büro stand natürlich auch eine große Schreibmaschine, die war von Textima, ich glaube aus Chemnitz. Dann eine Rechenmaschine, ein Telefon mit Wahlscheibe, also das war ja was ganz Außergewöhnliches. Kennt heute gar keiner mehr. So hat man gewählt, aber eigentlich musste man vorher den Hörer abnehmen. Wohnen in der DDR, ja, das war auch ein besonderes Thema, nicht so einfach, weil wenn man zum Wohnungsamt gegangen ist und eine Wohnung wollte, hat man gesagt, sind Sie verheiratet oder haben Sie Kinder? Und wenn man das verneint hat, dann müssen Sie natürlich warten, weil Familien wurden vorrangig behandelt, vorgezogen. Ja, dann gab es Betriebswohnungen, zum Glück. Es gab ja große Betriebe wie Spinnereien und Sockenbuden und sowas. Und die haben natürlich dann Wohnungen gebaut, direkt für die Mitarbeiter, für die Angestellten. Und so hatte man Glück, doch mal eine Wohnung zu bekommen. In der DDR gab es sehr viele Unterhaltungstechnik. Sehr begehrt waren zum Beispiel Sonet, Anet, Minet und was ist noch, Babet und auch auf alle Fälle der KR 2000, der SKR 700, sehr gefragt, Sternchen, das sind ganz begehrte Radios, auch heute noch, für Sammler ganz wertvoll. Und sie waren zu DDR-Zeiten sehr, sehr teuer. Also da hatte man schon mal für so ein kleines Radio immer 800 Mark oder wie das ganz große für 2100 Mark hinlegen müssen. Aber man hatte sich das von der Jahresendprämie oder vom Jugendweihegeld zusammengespart und dann war man stolzer Besitzer. Und es hat auch sehr, sehr, sehr lange gehalten. So, wir befinden uns jetzt gerade im Wohnzimmer. Richtig typisches DDR-Wohnzimmer mit Raumteiler und so weiter und so fort. Aber hier haben wir erstmal unseren Struppi, ja, auch bekannt vom Thaddäus Punkt. Das ist ein Siphon, ein Wassersiphon. Der Vorgänger vom Sodastream. Da hat man eine Patrone reingedreht, Wasser reingemacht und dann stand er unter Druck und hat demzufolge Getränke mit Kohlensäure, also Wasser mit Kohlensäure rausgebracht. Genau, das sind die Patronen dazu. Sehen aus wie kleine Bomben. Das Gerät zischte auch immer ganz entsetzlich. Da haben wir als Kinder mal Angst davor gehabt. Das war der erste Farbfernsehen, das erste Farbfernsehgerät, was es gab. Der Chromat, natürlich mit 2 Programmen. Wenn alle abends um 8 Uhr den Fernsehen eingeschalten haben, nach der aktuellen Kamera, dann konnte es passieren, dass der Strom schwankte. So, und darum gab es einen Stromregler.
Den hat man dazwischen geschalten, hat auf 200 gedreht und dann war der Strom konstant. Man musste den immer schön unter Kontrolle behalten, also im Auge behalten. Und dann, wenn er wieder runterging, musste man schnell wieder raufdrehen, dass der Strom wieder da blieb. Sonst konnte es passieren, dass beim Fußballspiel oder irgendwas plötzlich der Fernsehen ausging und das war die Katastrophe. Das sind Heißlüfter, die waren aus Polen, made in Poland, waren bei uns verboten, weil die sehr viel Strom gefressen haben. Aber um die Küche früh mal warm zu bekommen, weil man ja nicht den Ofen einfeuern wollte, hatte man dieses Gerät eingeschaltet, um die Küche mal schnell ein bisschen zu überschlagen oder auch mal das Bad, das nicht ganz so kalt war früh beim Waschen, weil man ja nicht erst heizen wollte. Das ist das Waschhaus, genau. Mit Waschmaschine, WM66, wo angeblich 13 Gläser reinpassten. Auf Autobahnraststätten hat man da drin eine Bockwurst warm gemacht, also vielseitig einsetzbar. Und die Schleuder, die gleich daneben, die rammelte und ratterte und damit konnte man sonst wohin reiten. Dieser Wäscheständer dort, dieser klappbare, war auch sehr praktisch, auch heute noch ganz beliebt für Camper, ohne Strom und ohne Batterie. Und die hat gekostet 52,10 Mark. In unserer Vitrine, da liegen zum Beispiel die ganzen Geldscheine, unsere Währung, vom 5-Mark-Schein bis zum 100-Mark-Schein und auch ein paar Alu-Chips und auch ein paar hart geprägte Münzen, wie 10 oder 20 Mark Stück. Und auch ein Forum-Schick. Damit konnte man im Intershop einkaufen. Wir mussten, wenn wir Westgeld hatten, das erst umtauschen in eine Bank und konnten damit erst einkaufen gehen, im Intershop. Und unsere ganzen Ausweise, vom Pionierausweis bis zum SED-Ausweis, ist alles vorhanden. Ein Wehrdienstausweis, noch mit Hundemarke, wie man dazu gesagt hat. FDJ, DSF, Führerschein, alles dabei. Und auch eine Geldkarte, wo viele sagen, was, wir hatten eine Geldkarte und dann noch mit Passbild. Ja, der Hübler hat sie uns zur Verfügung gestellt und der hat uns erzählt gehabt, dass die eigentlich jeder beantragen konnte, ob man Geld hatte oder nicht, oder viel Geld hatte oder nicht. Damit konnte man aber noch nicht einkaufen, also noch nicht bezahlen, aber man konnte damit Geld abheben auf der Bank. Es sei denn, das Gerät war nicht gerade kaputt, was ganz oft passierte. Wie kam ich zu dieser Brille? Als der Honny damals abgehauen ist, nach Chile, ist er doch zuvor in Brandenburg untergekommen. Bei einem Pfarrer oder Pastor, Pfarrer. Und als er weitergereist ist, hat der Pfarrer im Nachtschrank in Honny seine Lesebrille gefunden und wollte die schon wegschmeißen, brachte es aber nicht übers Herz. Und dann hat er gelesen, Jahre später, Honny zieht ins Gotteshaus und da hat er gesagt, wo passt die Brille natürlich besser hin als dort und hat sie uns zukommen lassen. Wer das Museum noch besuchen möchte, der muss sich mittlerweile beeilen, denn im Juni 2024 wird es für immer schließen. Januar 2008 eröffnet. Und im Juli 2024 schließen wir unser Museum. Warum? Zuerst kamen sehr, sehr viele Besucher, dann kamen die Corona-Maßnahmen und wir hatten bloß noch 3-4 Monate im Jahr auf und hatten unsere Kosten ja trotzdem. Nach Corona sind sehr wenige Leute gekommen, es wurden wirklich immer weniger. Jugendliche interessiert das Thema kaum. Es sind zwar mal Einzelne mit dabei, aber zum Großen und Ganzen nicht. Schulen berichten darüber auch nicht oder kommen mit Klassen hierher, außer eine einzige, und zwar ist das in Gelenau, unsere private freie Schule. Die haben das Thema mit aufgegriffen und wir machen ab und zu mal hier Projekttag. Finde ich richtig schön, weil die Eltern das ja auch erlebt haben und die Großeltern, ne, gehört eigentlich dazu. Ja, aber jedenfalls wurde es immer weniger, immer weniger, immer weniger. Und darum habe ich entschieden, dass wir jetzt die Tür zumachen. 75 Jahre DDR. Ist auch jetzt hier Geschichte. Ich danke wieder Urst fürs Anschauen und hoffe, da war das ein oder andere dabei, um die Erinnerungen aufzufrischen. Bis bald, euer Jan.